Evolution. We evolve, we research, we learn. The level of innovation in society is mind-blowing. It's simply magical when you look back and compare the present to medieval times or to the early settlements, the Stone Age, the Big Bang. Well, maybe that's a bit far back. But when plastics came in during the 60s, we were taken to a whole new level. Plastics made our lives lighter, safer, faster, more convenient, and definitely more colorful. Das ist ja schon seit den 70er Jahren bekannt, dass eine Ressourcennutzung, wie wir sie haben, zum Kollaps führen wird. Was mich umgetrieben hat und immer noch umtreibt, wie kann man die Erdölindustrie ersetzen, dass man andere Rohstoffquellen nimmt? Das große Ziel ist tatsächlich, dass wir in ein zirkuläres Wirtschaften reinkommen, dass wir die Lebensqualität, die wir heute haben, erhalten und mit unserem Wirtschaften nachher auch dazu beitragen. Plastic is everywhere. It also needs to be part of a solution for more sustainability. Just take a look around. There's no renewable energy without plastics. It's such a great material. But it's fossil-based, made from oil. Plastik ist nicht böse, per se. Das ist es logischerweise nicht. This is Lars Berger from Neste, the world's largest producer of renewable diesel and jet fuel, and a developer of renewable solutions for the polymer and chemical industries. Dass die Auswirkungen von der Nutzung von fossilen Rohstoffen für Chemie, also Erdöl, Gas, eklatante Folgen hat. Das ist ein Abfallproblem und es ist eben auch ein sehr starkes Klimawandelproblem. Und eine der Lösungen ist eben tatsächlich, Kohlenwasserstoff auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen zu produzieren. Over the last 15 years, Neste has evolved from a local oil refining company to a global leader in renewable and circular solutions. But not only is oil a finite resource, our attitudes have changed as well. People are less and less likely to approve of the use of oil. Als Neste wollen wir insgesamt zu einer klimaneutralen Zukunft beitragen und einer sogar naturpositiven. Unsere Spezialität und Stärke liegt darin, dass wir tatsächlich Abfallstoffe nutzen und diese so aufarbeiten, dass sie wieder eingesetzt werden können in Kreisläufen. Chemie braucht ein Material und das kann man nicht ersetzen durch irgendetwas anderes. Also, wenn wir sagen, wir wollen keinen Kohlenstoff mehr aus dem Boden holen, also kein Erdöl, dann muss man Kohlenstoffe nehmen, die schon im Gebrauch sind oder schon oberhalb der Fläche sind. Das sind 3 prinzipielle Klassen von Möglichkeiten. Das eine ist eben tatsächlich biobasiert, das heißt, man nimmt es aus Pflanzen. Andere Alternative ist, dass man es nimmt aus Materialien, die schon da sind. Das nennt man dann Recycling, mechanisches Recycling, wir kennen das alle. Und als drittes kann man eben Kohlenstoffdioxid nehmen als Quelle, das in der Luft ist schon. Nature provides us with many sources of carbon. We can take it from wood or even banana peels. Various plants are being investigated. Algae, in particular, could turn out to be a very valuable resource. Wir müssen aber irgendwann jetzt mal loslegen und das tun wir. Scientists like Lars Blanc from RWTH Aachen University are researching biochemicals. Blanc is a microbiologist. Wir haben Enzyme entwickelt, die gewisse Plastiksorten angreifen können. Da können wir ein solches Enzym, einen solchen Eiweißstoff einbringen und der zerlegt dann nur diese Art des Kunststoffes in die Bestandteile. Also wir haben Biotechnologen, die geben uns dieses, wir nennen das Hydrolysat, einfach diese kleinen Bestandteile des Plastiks, um Mikroben jetzt drauf wachsen zu lassen. Erstmal als Nahrung, damit man Biomasse bekommt, dass man mehr Mikroben bekommt und gleichzeitig als Kohlenstoffquelle, um Bioplastik herzustellen. These microorganisms are genetically modified to produce a variety of materials for us. This requires carbon from old plastics or carbon dioxide and energy. For example, from hydrogen. Wenn wir grünen Wasserstoff haben, können wir damit ein Bakterium betreiben. Und dieses Bakterium nimmt dieses CO2, packt die Elektronen aus dem Wasserstoff auf diesen Kohlenstoff und macht daraus spannende Moleküle. There are times when biology seems like magic. Technologies like these are what we need to avert the climate crisis. Plastics are part of the solution. Be it in construction, in buildings, in the health sector, for safety or energy, the possibilities are endless.
So technologisch bin ich völlig optimistisch. Was wir in der Zukunft machen, Erdöl weg, wir nehmen CO2, Biomasse, Abfall aus dem Recycling, machen unseren Wertstoff und wir haben gerade ein Bioplastik, der wirklich abhebt. Da ist jetzt die Nachfrage höher, als was geliefert werden kann. From the science of microbiology to a more hands-on approach, the new trend among companies is upcycling. At Faude, Germany, they produce walking and mountaineering gear. Germans love that brand. Also es gibt viele alternative Rohstoffe. Wir brauchen aber ein Bekleidungsstück. Das heißt, wir müssen die ganze Kette vernetzen. This is Kai Vogt. He's head of innovation for hardware, meaning he gets the job of tackling the issue of using better plastics. Es sind alternative Materialien, das heißt, sie sind in ihren Eigenschaften nicht gleich äquivalent zum Rohöl. Das heißt, es verändert den gesamten Prozess. Als Textilit eben fängt es beim Spinnen an und auch in den Folgeprozessen. Natürlich verhält sich das Material anders beim Färben, beim Weben. Tatsächlich ist es so, dass wir eine Rückenplatte für eine Radtasche entwickelt haben aus dem gelben Sack. Den kennt jeder. Ich meine, wir haben hier gemischten Kunststoffmüll. Trotzdem ist es so, dass wir nochmal eine spezielle Aufbereitung, eine spezielle Sortierung in einer sehr hohen Reinheit gebraucht haben und dass wir tatsächlich aus gelbem Sack wieder ein Upcycling schaffen. Das heißt, wir haben aus dem gelben Sack nicht wie so häufig einen Blumentopf produziert, sondern wir haben eben eine Rückenplatte für unsere Radtaschen daraus entwickeln können. Und ja, kann sich jeder vorstellen, unsere Kunden machen damit Weltreisen, das heißt, die Anforderungen an diese Platte sind doch sehr hoch. Der Stand auf der Welt ist sehr ernst. Das heißt, wir sehen den Sinn in der täglichen Arbeit eben darin auch, dass wir mit unserem Wirtschaften einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Faude is setting a great example for companies all over the world by starting to replace conventional textiles with sustainable ones. These new materials offer more options and uses, so other companies will follow, learning and sharing their knowledge again. Das übergeordnete Thema, das sich die Industrie kümmern muss, ist, dass wir wirklich miteinander kooperieren, um das übergeordnete Ziel, den Klimawandel nämlich zu stoppen, anzugehen. Dafür habe ich meine Augen und Ohren immer offen. Was gibt's denn noch? Es ist wirklich unglaublich, was Biologie noch alles beitragen kann. Mut braucht sehr viel. Die erste Veränderung heißt, ein Stück weit Verzicht zu üben. In meinen Augen gibt es keine Alternative. We all need to team up for a circular future.